Also für mich macht halt Musik keinen Sinn und so hat es bei mir auch nicht angefangen, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik mache, um Geld zu verdienen. Ich glaube, dann kommen manchmal komische Sachen raus. Ich würde nicht sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Kann auch sein, dass man das hauptsächlich wegen Geld macht und trotzdem kommt was Gutes dabei raus. So. Ich würde mir schon wünschen, dass manchmal so ein bisschen weniger belanglos ist, dass es nicht so verpönt ist, irgendwie politische Statements zu machen. Das war zum Beispiel Hip-Hop damals für mich so, dass schon irgendwie wichtig für mich war, irgendeine Identifikation mit etwas zu haben, wo es so war, okay, da ist schon mal nicht so schlimm, dass ich schwarz bin, so nach dem Motto. Also als das angefangen hat. Ich meine, jetzt finde ich die Hip-Hop-Szene in Deutschland schon ein bisschen anders so, als damals, als ich irgendwie so meinen Zugang zu Hip-Hop entwickelt habe, so, aber am Anfang war das schon so, okay, krass, das ist so eine Szene, in der das erstmal kein Problem ist so, und wo mich jetzt niemand dafür jetzt angreifen wird. Es ist halt gleichzeitig irgendwie schwierig, ich will mich ja selbst gar nicht so sehen. Also ich möchte ja einfach nur sein, auf irgendeine Art und Weise. Ich möchte einfach irgendein Lebewesen sein, was halt da ist. So, und das ist okay, dass ich da bin. Und es ist immer so eine krasse Ambivalenz, sich einerseits dieses Bedürfnis zu haben und so ein Bedürfnis nach Normalität einfach und gleichzeitig sich damit auseinandersetzen zu müssen, weil diese Normalität halt einfach nicht da ist und innerhalb von diesen Gesellschaftskonstrukten irgendwie zu arbeiten und was zu verändern. Was mir halt oft passiert ist, wenn ich zum Beispiel an Schulen war, dass Lehrer am Anfang zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, ja, also die Klasse ist wirklich sehr schlimm und so, mit denen kannst du nicht richtig arbeiten. Dann kam irgendwie eine Stunde oder 2 Stunden später ein Workshop rein so, und waren halt erstaunt, dass sie wirklich da gesessen haben und geschrieben haben. Für viele Teilnehmer war es auch, glaube ich, das erste Mal irgendwie so ein Zugang zur Sprache und selbst Schreiben, der irgendwie interessant war. Also wo es jetzt nicht so war, okay, ich schreibe das jetzt auf oder erledige jetzt diese Aufgabe so, sondern es gibt nicht wirklich eine Aufgabe, so schreib das, was du schreiben willst. So. Und ja, ich glaube, dass man da Leuten schon so Spaß an der Sprache vermitteln kann und auch einen Umgang mit den eigenen Gefühlen und Gedanken.